Hallo ihr lieben Leute, willkommen zurück. Also wir haben zwei Missionen, und zwar einmal nach Athen. Die zweite, vielleicht sogar wichtigere. Wir müssen den Kosmos, den Club zerstören, zerschlagen. Schauen wir uns mal den Kultistenclub nochmal an. Also ich habe festgestellt, die leuchten, sind schon aufgedeckt und da haben wir noch keine Informationen, also zumindest mal nicht genug. Dann können wir die gerade schnell alle abhaken. Zack, zack. Lese ich jetzt am Anfang der Folge mal eine vor. Weil hier haben wir schon genug Informationen parat. Enthüllen wir den mal. Wenn wir uns dafür entscheiden, wem unsere Treue gilt, müssen wir auch an das Ende denken. Aha, ein Schönling. Gilax wusste etwas, was anderen in Ptolemäischen Bund entging. Wo hohe Kraft versagte, siegten stets die Drachmen. Dank eines riesigen Vermögens, das ihm zur Verfügung stand, bestach Gilax jene schwächeren Anführer der Liga, die kaum mehr als Marionetten waren. Im Gegenzug für diesen Dienst betete Gilax zum Kosmos. Dieser möge ihm seine verlorene Gattin und ihre gemeinsamen Kinder zurückbringen. Es war ein Gebet, das unerhört bleiben sollte. Das ist natürlich die Frage. Durch was hat der dann seine Kinder oder durch wen verloren? Den haben wir erledigt, das ist der erste, also der einzigste bisher. Ne, Quatsch, da sind noch drei. Der drei insgesamt. Das ist aber ganz schön eine große Aufgabe hier. Naja. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg nach Athen. Oh, da hinten kommt einer. Guck mal gerade, ob ich den besiegen kann. Ein Söldner. Hier der, ne? Damios, der Heretiker, führte eine Bande von ausgestoßenen Götterlästerern an. Danaos machte sich gern über die alten Gebräuche lustig und predigte seine eigenen radikalen Ideen. Sein Reichtum half der Sache, was sich an den vielen Geldbeuteln zeigte, die er fallen ließ, damit weniger gut Betuchte sie finden konnten. Ich gehe mal davon aus, dass der das ist, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall mal so aus. Ein gutes Geschäft! Komm schon! Schön ist, ja? Hey! Ah! Ja, wenn die Pfeil und Bogen haben, dann ist das... Hä? Wo der mich denn jetzt casht hier? Cool ist ja, dass ich Brandpfeile dadurch habe, ne? Solange dieser Effekt ist. Das wird ja doch ein klein bisschen einfacher hier gegen diese Söldner. Na komm. Also letzte Folge war ich ja noch in der Mine und da habe ich mir gedacht, komm, machst du draußen die Aufnahme, läuft der gerade raus. In dem Moment, wenn ich raus wollte, ist der in die Mine rein. Bin ich natürlich von dem geflüchtet. Also ich will mich ja nicht vorenthalten, wenn ich so einen Söldner kille. Ah. Jetzt hat er das bekommen, aber da verdient.
Okay, da fehlt noch ein Schatz, Leute. Hä? In der Mine? Ich war mich ziemlich sicher, dass ich den Schatz geholt hatte letzte Folge. Mal rein, ne? Das ist da von außen. Ah, da. Da muss ich nicht in die Mine rein, gut. Doch cool, hä? Leute. Sehr intelligent platziert, ja, die Fackel. Oh Mann. Vorsicht. Niemand darf mich sehen. Was schaffen die überhaupt da? Ich gehe mal von aus, dass die dort das Silber einschmelzen, ne? Oder die, genau, die machen diese Trennung, ne? Dass sie dann nachher nur das reine Silber noch haben, ne? Okay, das haben wir geschafft, Leute. Die Runde. Na, dann nehme ich mir den mal gerade vor. Und Plan. Da ist noch eine Mission. Sieht man schön, wann ich weitergespielt habe. 4 Stunden noch, was noch. Sind noch übrig, ne? Also diese Folge habe ich erst am nächsten Tag aufgenommen, Leute. Ich glaube, da hatte ich 18 Stunden oder 16 Stunden waren da, wo ich Zeit habe bei so Zeitaufgaben, ne? Und krass, dass das dann so weiterläuft, ne? Ich muss hier weg! Die Lambani voran. Dann lassen die den nicht frei. Das vergesse ich nicht. Bisschen besser Ziele jetzt, ne? Gestern. Okay, das habe ich da auch letzte Folge alles aufgeräumt. Du hast ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt, dann komm her und hol's dir doch. Jetzt dein eigenes Kopfgeld hättest du an mir gewinnen können. Ich würde sagen, wir machen erst die Mission und ganz am Schluss der Folge gehen wir nach Athen. Gucken wir erstmal, was hier so im Umland ist, bei diesem Riesengebiet, ey. Wie groß das noch ist, was man noch alles erkunden müssen, Leute. Ist schon ein bisschen was, ne? Unterwasserkaverne. Ja! Ja, ich habe jetzt einen Beitrag auch gemacht, also heute. Ich dann so die Zahlen so ein bisschen, Stundenzahl von den Ella! 2 Playlists so auflege.
Ein bisschen. Na los, na los! Ja, ist bis jetzt nicht viel rumgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Macht einen schon ein bisschen mutlos, ne, überhaupt weiterzumachen. Ella! Da helfen mir zu wenig Leute, okay. Glaube ich auch zu viel verlangt. Für manche. Durch. Einfach mal so eine Playlist durchlaufen zu lassen, kostet ja Strom, oder wie? Und los! Braucht sich der Schiss noch nicht einmal anzugucken oder anzuhören, weißt du? Und auf geht's! Wenn einen nicht interessiert das so, würde ich ihn trotzdem unterstützen, wenn ich eine gut finde und so. Ist ja nicht so das Problem, eigentlich normal, ne? Wenn man einmal durchlaufen lässt oder so. Ja! Aber die Leute, die wollen heutzutage alles umsonst. Und umso mehr man bekommt, umso mehr will man. Ist meistens so. Alles viel zu verwöhnt, die Leute. Nützen Abonnenten nichts. Ich kann 100.000 Abonnenten haben, wenn ich diese Playtime nicht habe. Am Schluss. Dann kann ich ja leider dicht machen. Das ist einfach so. Da wird die Zeit, die ich investiere in die ganzen Videos, das ist blödsinnig dann. Leute, das muss man doch mal verstehen. Ella! Na los! Die meisten kapieren das aber irgendwie nicht, ne? Ja! Ja! Abonnenten kann ich mir nichts kaufen später. Ella! Das Ziel ist schon lange erreicht. Man muss 1000 Abonnenten haben, Leute. 1000. Und 4000 Stunden im Jahr Playtime. Und dann darf man erst Geld verdienen mit den Videos. Verstehen die meisten nicht. Und da kommt dann noch drauf an, Komm wie schon! viel die Leute sich dafür interessieren und so weiter. Und natürlich auch, was du machst. Weil mit Musik und so ein Kram kannst du kein Geld verdienen. Das ist doch alles Urheberrecht, Leute. Urheberrecht, da kriegt man kein Geld für. Höchstens die Musikmacher werden Geld dafür kriegen. Ja, wohl logisch. Worum geht es denn im Endeffekt? Wenn man seine Zeit nicht umsonst investiert. Ich meine, Spiele ist Spiele, klar, aber man kann auch für sich selbst spielen, ohne dass man sich so viel Mühe machen muss. Und wenn das nicht gewürdigt wird, ja, sorry. Mal gucken, was nächstes Jahr ist. Wenn ich die 4000 zusammenkriege, dann braucht das eh. War doch hier ganz am Anfang, ne? Oder? Sieht genauso aus. Oh doch, was sagt der Chef? Aber diese Aufgabe dann noch nicht. Erstmal beklaue, ist ja klar. Ich fand deine Nachricht an der Tafel. Was ist los? In alten Ruinen warten viele Geheimnisse. Weit mehr als Steine und Trümmer. Du interessierst dich für die Vergangenheit? Ha! Ich interessiere mich für Reichtum. Ich weiß, wo ein unglaublicher Schatz wartet. Aber in Ruinen treiben sich oft auch Banditen herum. Du willst, dass ich alle Banditen töte? Ganz genau. Das darf niemand überleben. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Ich stehe in deiner Schuld. Ich komme hinterher wieder.
Ist ja heutzutage die Gesellschaft dort, die Leute, das ist diese Missgunstgesellschaft, ne? Wenn jemand Erfolg hat, kenn ich den nicht. Das ist in Deutschland ja eh extrem ausgeprägt, ne? Statt sich zu freuen über irgendeinen Erfolg und so, ist dann immer dieses Gehässige, diese Missgunst. Ganz komisch bei der Deutsche ey. Das ist extrem, ey. Da kommt dann immer, ja, was machst du denn großartiges? Du bist doch nur Spiele und irgendein Schiss labern. Ja klar, mach ich doch auch. Was soll ich denn sonst machen? Was da finde oder was? Würde ich mit Sicherheit kein YouTube machen. Wenn ich das alles so könnte. Gibt natürlich zig Leute, die es viel besser können wie ich, ist ja wohl klar. Aber die gehen mal am Arsch vorbei, ist mir doch egal. Ich mach das so, wie ich das gern hab. Wie ich das gut finde. Ich würde am liebsten überhaupt nicht reden, aber ich muss ja. Jetzt wird das ja nicht anerkannt, ne? Das ist ja keine Eigenleistung. Könnt ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also ich bin persönlich einer, ich guck dann, obwohl ich guck auch lieber, wenn einer redet, ja. Aber ist alles nicht so einfach. Sich immer stets zu motivieren, das ist das Problem, ne? Man hat ja auch irgendwie so Ziele, so ein bisschen, ne? Und dann seht, das geht nicht voran oder nur ganz schleppend. Ja. Nicht so ein Spaß dann, ne? Wie ich später davon leben könnte, da wäre das so, wäre das schon geil. Natürlich. Ich glaube, da muss man auch ganz andere Content bringen und so, ne? Aber ich habe auch nur die Möglichkeiten mache, die ich habe. Ab und zu mal lustige Shorts und sowas. Oder Spiele, Gedöns. Ein paar Tipps oder so. Wenn man sich überlegt, wie viele Abonnenten ich jetzt schon habe, natürlich ist mir klar, wegen dem Spiel sind die nicht bei mir. Das ist wahrscheinlich wegen der Musik oder keine Ahnung. Aber hauptsächlich, ne? Aber sowas kann man ja nicht auf Dauer bringen. Ich kann nicht immer irgendwelche Musiksachen bringen. Ich könnte euch 1000 verschiedene Playlists machen. Ich habe so gut wie alles, was es gibt an Musik. Aber ich habe dann auch keinen Bock, irgendwann vom Anwalt eine Schreibe zu kriegen, weißt du? Oder das doch alles gar nicht eigentlich. Ich könnte euch von allem Best-of machen. Na, muss ich dann schon ein bisschen an die Spielregeln der Gesetze halten, ne? Und hey, sowas darf man darf auch nicht von jedem Spiel in Play machen. Und dann später die Hand aufhalten und dafür was verlangen. Ne. Muss man vorher schon recherchieren, was darf man überhaupt? Bei Ubisoft darf man das. Aber du weißt auch nicht, wie lange man das darf, wenn die dann irgendwann sagen, ne, wir wollen das nicht mehr. Oder die werden wirklich irgendwann, lösen sich auf, die Firmen, und werden von anderen übernommen und die sagen, ne, das ist alles unser Urheberrecht. Da verdienen ja mal gar nichts dran. Dann, jo. Hast du die ganze Videos auch umsonst gemacht, du wirst niemals so für einen Cent bekommen. Das ist einfach so. Gerade bei YouTube, die machen Geld mit dir, ja, die machen Geld mit dir, jede Menge. Rein an Werbung schon. Die ganze Werbung, wo die abspiele, da kriege ich gar nichts für. Da kann ich auch gar nicht beeinflussen. Ich kann auch nichts instellen. Vielleicht kann ich das später, wenn ich diese 4000 Stunden geschafft habe oder so. Da kriegst du ja viel, ganz andere Möglichkeiten hast du dann. Dann kannst du selber auch entscheiden, wie viel Werbung machst du pro Video und. Aber erstmal so weit kommen. Aber das schaffe ich ja nicht. Also
Chere, benötigst du irgendetwas? Mein Herr wurde eines Verbrechens beschuldigt und er hat meine Aussage als Beweis versprochen. Was hast du vor zu sagen? Wahrheit oder Lüge, es ist egal. Der Archon wird mich zur Verteidigung meines Herrn foltern lassen. Die Soldaten sind schon auf dem Weg hierher. Also soll ich all diese Soldaten töten? Diese kümmerlichen Soldaten sollten ein leichtes Ziel für jemanden wie dich sein. Verlass dich auf mich. Bei Zeus. Danke. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Bisschen Abwechslung Ubisoft, ey. Entweder geht es nur um Töte oder den was bringe. Oder hole. Ein klein bisschen mehr Geschichte hätten die ruhig erzählen können. Das ist ein bisschen zu einfach jetzt geregelt. Da ist eigentlich die gleiche Aufgabe für verschiedene Personen, ne? Da habe ich aber noch Zeit. Gehe ich erst jetzt dahin. Warte. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Wenn ich reden will, ne? YouTube, die sind auch nicht blöd, ne? Also die können ja mit deinem Content, wo du machst, ohne deine Einwilligung wohlgemerkt, machen was sie wollen, ne? Die bieten ja die Dinge, die ich gemacht habe, kannst du so runterladen. Ohne dass ich dagegen was machen kann, ne? Wenn du Premium-Mitglied bist oder sowas, kannst du das ohne Probleme runterladen, alles. Ich weiß gar nicht, ob ich das verbieten kann sogar oder so, ich weiß es nicht. Mich auch nie mit beschäftigt, weil wenn einer das runterladen will, das soll er machen. Hat man das sehe, wenn er das so gut findet, will ich machen. Wenn das ruhig mache. Aber ich finde das schon eine Frechheit, du kriegst keine Cent. Und die machen damit jede Menge Kohle, ne? Und dann noch die Werbung, ey. Das ist immer ekelhafter. Die Werbung wird immer ekelhafter auf YouTube. Mittlerweile habe ich sogar schon, wenn ich ein Video schaue, kommt Werbung ohne und der Ton vom Video wird stumm geschaltet, aber das läuft weiter. Du hörst nur das beschissene Video. Du weißt überhaupt nicht, was der dort dann geredet hat. Musst du wieder zurückgehen oder so. Also bescheuert, da können die wirklich nicht mehr machen, ey. Ja. Ganz ehrlich sagen, wenn ich das nächstes Jahr nicht schaffe, dann höre ich damit auf. Und gucke aber dann kein YouTube mehr, gar nichts mehr. Ich habe ja jetzt schon mich distanziert von diesem ganzen Politik-Scheiß da. Da gucke ich noch ein, zwei Kandidaten, die halt ein bisschen menschlich sind noch. Und nicht nur auf Sensationsgedöns aus. Die ihrem eilt und oh mein Gott und Krieg und das und dies und jenes, die können mich am Arsch legen, die Spastis. Die wollen nur Geld verdienen, die reden nur Scheiße. Will ich meine Zeit nicht mehr investieren in so Leute. Ich will dann generell meine Zeit nicht mehr in irgendwelche Medien investieren. Ich gucke ja schon jahrelang, ewig, ich glaube 20 Jahre fast kein Fernsehen mehr. Nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Weil das alles Propagandatrick ist für mich. Und Radio hörst du sowieso nicht, weil kann ich mir auch nicht geben, sowas. Alle 2 Minuten gelabert wird, das interessiert mich gar nicht, was die labern. Wenn ich Radio höre, will ich Musik hören. Also, sorry. Dafür bezahlst du noch jede Menge Geld, ey. Und jetzt hey auch so, das wird ja mittlerweile immer krasser mit der Werbung, was mich so dermaßen abkotzt, ey, Amazon Prime, ne? Du bezahlst dafür Geld, ne? Jetzt machen sie mittlerweile sogar schon am Anfang von einem Film Werbung 2-3 Minuten.
Bitte drin da vielleicht noch mal oder so. Das wird ja immer unverschämt da alles, ey. Da kannst du gleich bald Fernsehen, normale Fernsehgucke. Am besten man kündigt der ganze Mist. Komplett alles. Alles kündigen. Netflix, Amazon Prime. Disney habe ich gekündigt. Die wollten von mir ja auch mehr Geld. Da habe ich gesagt, ne, für eure Ariel die Meerjungfrau, in schwarz und black und so was, könnt ihr mich mal. Also das sind alles Propagandasachen, da habe ich keinen Bock drauf. Da bezahle ich nicht, unterstütze ich nicht. Ja, haben die mir Kondi gekündigt, ne. Sollten einen Euro mehr bezahlen, habe ich mir gedacht, ja, könnt mich mal. Ich meine, nur ein scheiß Euro, ist mir doch egal. Mach ich nicht. Ich werde dir ewig dankbar sein. Ich nehme ihn sowas. Die Kinder müssen mit so einem Schiss auch nicht aufwachsen. Ich glaube, das machen die alles nur, um die Kinder und die junge Generation irgendwie zu beeinflussen. Ne? Das ist ja alles normal, so wie ne? Normal sind wir aufgewachsen in den 90er, 80er, 90er Jahre. Die Kinder sind normal aufgewachsen, ja. Aber das heutzutage ist kein normales Aufwachsen mehr, Leute. Damals hattest du es als Eltern auch in der Schule oder im Kindergarten mehr zu sagen wie heute. Heutzutage müsstest du dich noch als Elternteil rechtfertigen. Und damals bist du hingegangen, hast gesagt, wie haben sie mit meiner Tochter oder meinem Sohn oder so geredet? Da verantworten sie sich gefälligst, was sie da für einen Scheiß den Kinder beibringen. Und heutzutage wirst du nur doof angeguckt. Wahrscheinlich direkt beim Jugendamt angeschwärzt oder so. Ach, ich muss wieder zurücklaufen und dann dahin, ey. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens noch gesagt zu meiner besseren Hälfte, ganz ehrlich, wenn ich jung wäre, ich würde jetzt auch keine Kinder mehr in die Welt setzen. Ich nehme ihn mal rein. Da hätte ich auch ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Vor allem, wenn man das alles immer so mitkriegt wie dem Kindergarten, dass die da extra so Räume inrichten, wo alles mögliche und diese Freizügigkeit und diese Transvestiten, die dann in den Kindern was vorlesen und da kommt raus, dass das Kinderschänder sind und alles mögliche und die Kirche und das, ach alles, einfach alles, Politik generell. Da hätte ich echt, ganz ehrlich, ich würde meinem Kind das sparen. Also, ich würde ihm das am liebsten ersparen. Und die ganze Gewalt durch die ganze Politik, ne? Ich sag nur durch die Politik, Leute, ihr wisst genau, was ich meine, alles, ne? Und die verlangen, dass du noch mehr schaffe gehst für die. Und im Endeffekt gehst du für die arbeiten. Für die machen sich dann der Lenz auf deine Kosten. So sieht's aus. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Dann hast du dir das hier verdient. Ich danke dir vielmals. Ein Tag wie jeder andere. Ach, kommt aus dem Meer hier. Die Ariel wollte ich gerade sagen. Genau, wie die Ariel. Ja, du bist meine kleine Ariel. Na? Du bist ja auch so schön braun. Ja. Komm schon. Stimmt doch. Genau, das ist jetzt mein Pferd, das heißt Ariel. Ja! Komm schon.
Aber Momo haben sie eine Weiße genommen. Also die Neuverfilmung, ne? Da ist eine Rothaarige, ne? Wohlgemerkt. Also eine weiße Rothaarige oder so, ne? Das ist jetzt die Momo, ne? Wollen sie mal ein bisschen umgekehrt machen, wie sie sonst immer praktizieren. Sagen zu können, stimmt doch gar nicht. Die Momo, die ist weiß. Obwohl die normal schwarz war. Was mir noch aufgefallen ist, das ist auch meine bessere Hälfte, also die hat mich darauf aufmerksam gemacht eigentlich, ne? Es gibt doch immer öfters Werbung, wo eigentlich so die, ist jetzt halt nix gegen farbige Leute, mein Gott, weißt du, jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll, scheißegal, welche Hautfarbe, welche Herkunft und, ne? Aber dass die, sagen wir mal, die, ja, farbigen Menschen so mehr so die Wohlhabenden sind und diese Weißen so als Trottel dargestellt werden irgendwie. Von der Rasenmäher nicht an. Und die anderen haben dann so einen Elektrorasenmäher, der von alleine läuft. Wir haben voll ein schönes Haus. Also so spezielle Werbungen, ne? Also so jetzt nur als Beispiel, ne? Also die Werbung gibt es aber wirklich. Und hat die gemeint, ist dir was aufgefallen? So nur. Guck mal, wie trottelig die Weiße eigentlich dargestellt werden. Erstens mal wie so Assis. Sehen voll ungepflegt aus. Die haben halt nur so ein schäbisches Haus, wenn überhaupt. So ein runtergekommener Gatte. Und halt die Schwarze, die sind halt im Luxushaus, weißt du, so eine Villa. Und haben so einen Elektrorasenmäher, weißt du, der von alleine läuft und so. Und sind voll reich und so. Da habe ich mir auch gedacht, da habe ich mal angefangen, mal öfters auf sowas zu achten. Und ja, das fällt langsam auf. Das fällt langsam wirklich auf, so als wären wir Menschen zweiter Klasse, ne? Der Weiße ist mittlerweile Mensch zweiter Klasse geworden in der Gesellschaft. Habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist, meine ich, mit dieser Umerziehung, ne? Die Kinder konditioniert werden. Was die schon teilweise, das ist ja auch... Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Das ist ja verbrieft mittlerweile, dass die gedisst werden, die deutsche Kinder, wenn sie nicht Halal essen und dies und das und jenes. Da können sie mir erzählen, was sie wollen, das ist doch so. Der ganze Überflut wirst mal an nicht, die schon länger hier sind, ne? Leute. Dass es da eine Unterdrückung gibt und ja, sehr wohl offensichtlich, ne? Aber genug gequasselt von sowas. Da mögt der eine oder andere mir vielleicht recht geben, aber die meiste wahrscheinlich wohl nicht. Ist mir beides egal. Jeder soll das Leben und die Welt so betrachten und wie es für sich am besten hat. Jeder hat seine Meinung, jeder darf seine Meinung haben und jeder darf machen auf der Welt, was er will, außer natürlich Verbrechen. Ja, ich weiß, Relativierung, ne? Oder Rechtfertigung ist das jetzt wieder, was ich mache, ne? Um mich ein bisschen aus der Schussbahn zu nehmen. Machen sie ja all. Hey Schweine, könntet einfach Pause machen. Ich will euch schaffen sehen. Ah, reicht's. Euer Schwert, euer Schwert. Jetzt. Aber das Geile ist auch, jetzt nochmal um Kritik zu äußern, warum passiert den Leute eigentlich nichts? Warum passiert einem Priester, wenn das offensichtlich war, dass der was gemacht hat, was passiert dem dann gar nichts? Warum gehen die nicht in den Knast? Warum gibt es überhaupt bei der Politik diese Immunität? Warum? Hoffentlich war es das wert. Warum tut dieser ekelhaften Transe da nichts passieren?
Die sogar in der Sendung gesagt hat, was die eigentlich normal mache, nicht vorlese, sondern die wollen eher an die Kinder rangehen. Warum passiert denn nichts? Warum gehen so Leute in den Knast? Wo man auch die ganzen Pornografien und der ganze Kram gefunden hat auf dem Rechner. Warum sind die noch öffentlich? Warum sind die noch in den Talkshows und keine Ahnung was? Na? Das ist das, was mich so ein bisschen wundert, ne? Warum werden so Leute eigentlich in Schutz genommen? Warum? Wir leben in einer ganz geistesgestörten Welt heutzutage, in einer ganz geistesgestörten Zeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wo alles irgendwie erlaubt ist und gibt gar keine Konsequenz. Oder Politiker, die hier ihre Doktor und alles fälschen. Und dann trotzdem noch in der Politik sein dürfen und so, anstatt direkt rausgeschmissen zu werden. Oder ihre Hut zu nehmen. Ach, ist doch egal. Ich kann ja sagen, dass 90% der Politiker, all das, was die vorgeben zu sein und zu haben, das alles nicht stimmt. Weil alles Eingesetzte sind. Die sind einfach viel zu blöd für so Jobs. Die existieren doch nur, weil sie ihre ganze Berater haben, die für die Drecksarbeit machen. Und dem Staat, also nicht dem Staat, dem Volk jede Menge Geld noch zusätzlich kosten, ne? 100 Angestellte, die haben. Na los! Und ihr glaubt auch in dem Ernst, warum sollte man irgendwelche Gesetze befolgen, meiner Ansicht nach, wo die selber nicht inhalte und Tier, ey. Mal Gift. Habt ihr Gift? Ich bin sehr giftempfindlich. Ich hab kein Gift. Wo könnte ich glaube ich freischalten, ne? Kommt ihr Steckstiefel. Schön Abstand halten, ne? Auch mal die Gesetze, wo die schließen, das ist doch alles hochkriminell. Die können nicht einfach irgendwelche Gesetze, grundrechtliche Gesetze einfach ändern und beschließen, wie sie wollen. Nur weil die jetzt an der Macht sind und Politiker sind oder was. Gesetze und so kannst du nicht einfach ändern, wie du willst. Wie es gerade passt. Ich finde, das ist alles hochkriminell, was die machen. Und was passiert? Auch nix. Können machen, was sie wollen. In der Corona-Zeit ja auch gemacht, was sie wollen. Was mit dem Pferd, ey? So habe ich das noch nie betrachtet. Denen passiert ja auch nichts, ne? Die kriminelle Sache da abgezogen haben, ne? Jetzt auch jeder denke, wie er will, aber ihr werdet 5 bis 10 Jahre, werdet ihr sehen, was ihr davon hattet. Der wirklich so dumm war, das gemacht hat, was die wollte. Ich sag immer selber schuld. Jeder ist seines Glückes Schmied, Leute, jeder. Und jeder darf leben, machen, was er will. Aber man darf niemand einen zu irgendwas zwingen, niemals. Egal, was er macht. Ich meine, egal, was man von demjenigen will, du darfst einen niemals zwingen. Das Einzige, was man muss, ist sterben irgendwann. Wenn er nicht will, der hat dann halt schon, ne? Deutsche präzise, die Sprache ist ziemlich präzise, Leute. Die Deutsche. Ich rede jetzt nur für Deutsche, ne? Deutschland. Nicht für die ganze Welt.
Interessiert mich auch nicht, was andere machen, andere Länder. Ich sehe auch andere Nationen nicht, was die machen. Ich konzentriere mich nur auf meine Chess hier. In meinem Land. Da läuft schon genug schief. Du bist zurück? Sind sie alle tot? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Danke. Danke für alles. Bitte. Es ist nicht viel. Aber nimm es. Ich helfe doch gern. Ich die schon dort drin. So ein bisschen eingesunken, ne? Was hat er eben gemacht mit der? Bisschen heftig gewesen, hä? Ja, ich bin so doof. Hätte ich doch eben hingekonnt, ne? Wohl. Dann Schnellreise zum Schiff und dann gucke ich mal, was das für ein interessanter Punkt ist. Ich habe aber doch... Ich habe das doch geändert, das Chess-Design, ne? Warum sind die Schilde noch so? Das ist total bescheuert, oder Leute? Also, ach, was machen wir dann dahin? Da finden die Leute bestimmt cool. Von hey, von diesem Syndicate oder was? Hey, zu! Ich bin noch an Deck, du Spank. Ah, ab, du weißer Hai. Nein! Die sind so schnell tot, ey. So ein Hai ist gar keine Gefahr mehr. Ganz am Anfang schon, aber mittlerweile. Ich komm nicht durch, ey. Scheiß auf gleich. Brauch einfach zu lange, Leute. Schnell weg. Nee. Meine Güte. Schneller. Ja. Schnell, schnell. Ich hoffe nicht, Leute. Der behinderte Hai noch. Ja, Glück gehabt. Oh, gestorben.
Also was dem Spiel auf jeden Fall fehlt, weil man ja eigentlich relativ viel mit dem Schiff unterwegs ist. Ich halt weniger, aber wenn du halt jetzt wirklich so Seeschlachten machst und viel unterwegs bist, halt sieht schön aus, ne? Primär Musikvielfalt, ne? Die fehlt eindeutig. Allgemein generell musikalisch ist das Spiel auf jeden Fall mal nicht so abwechslungsreich. Zumal auch nicht oft die Musik kommt. Ja, der Budget wird knapp, ne? Haben die nicht so viel in die Musik investiert. Kann einem natürlich gefallen, wenn nicht so oft die Musik kommt. Bisschen mehr hätte das aber schon sein können, ne? Ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe das, glaube ich, sogar auf häufig... Habe ich das auf häufig eingestellt, Leute? Muss ich jetzt wirklich mal gucken gerade. Audio, ne? Bisschen weniger. Ach, nur auf normal, Leute. Du machst das mal auf hoch, ne? Ich finde die wenigen Stücke, die gemacht haben, eigentlich ganz gut. Die sind auch nicht zu laut, wie bei Origins zum Beispiel. Da war das extrem laut, immer die Musik. Deswegen habe ich das total auf niedrig gestellt, dass die ja nicht so oft kommt. Oder hat das Pferd einen speziellen Namen? Ich weiß es nicht. Oh, das ist meine kleine Ariel. Ja, tun wir uns für nächste Folge auf Spare da Athen. Tun wir die Stadt ausführlich erkunden und jetzt erstmal das Umland. Ella! Und nix. Ja, ein Penner. Na los! Komm schon! Ach, das schläft. Ich dachte, er wäre tot. Das ist wie beim Cookie gewesen. Der hat doch gelegen. Auf einmal kam dann vom Weiten eine Elster an. Die immer näher an den ran. Die dachten nämlich, der wäre tot. Und da hat er dann den Kopf gehoben, ist sich schnell weg. Schon noch ein Short zu. Also, war schon ziemlich lustig. Der liegt da immer, als wäre der gerade verreckt. Und hinter steht seine Fellfarbe, ne? Oder Haarfarbe. Ah, was hat sich denn hier versteckt? Okay. Momentan bei den Temperaturen, weil da ja jede Wiese eigentlich verbrannt ist, da sieht man den kaum, wenn er da liegt. Das ist eigentlich perfekt getan, der kleine Puma.
kleine Löwe. Ja, wie gesagt, ich bin halt nicht mehr so motiviert. Ich habe jetzt 2 Shorts gemacht, so, ja. Aber so Shorts zu machen und so, das bringt ja eh auch nichts. Das ist einfach nur, als wärst du jetzt, hey, bei Facebook und Story-Posts und so ein Scheiß, ne? Und wirklich was verdienen kannst du damit wirklich nicht. Selbst wenn du eine Millionen Aufrufe von Short Wenn ich hättest. erwischt werde, habe ich ein Problem. Da wird noch einer profitieren, YouTube. Ich werde dir da was bringen, und in diese komische Range reinzukommen, dass du überhaupt was mit deinen Videos verdienen darfst. Aber mehr auch nicht. Ich will aber nicht die Spartaner töten. Ich werde die damit ja auch schwächen, oder nicht? Weil ich muss da ja hin. Bin ich auch irgendwie doof, dass ich jetzt die, um das hier zu erledigen, eigentlich besiegen muss, ne, die Spartaner. Ist das auf einen Kampf an? Reicht's mir aber mit dir. Du bist mir zu frech. Spontane Selbstentzündung oder was? Ja, ab und zu, das war jetzt mal so eine Ausheul-Folge, kann man sagen. Ne? Ein bisschen. Da ist es ja immer noch, ne? Ich bin ja noch dran. Ich finde so viel Mühe, wie man sich macht, ne, das ist wirklich viel Mühe, so Sache zu machen. Wird irgendwie gar nicht gewürdigt. Wird sich keiner eine abbrechen und wirklich mal so Playlists durchlaufen lassen, dass man mal pro Person mal so mindestens mal 20 bis 30 Stunden mal an Spielzeit gut geschrieben bekommt. Das ist ja noch zu viel für die Leute, ne? Was passiert dann, wenn ich die Musikvideos lösche? Bin die eh alle weg. Also von daher, diese Abonnenten, die bringen mir gar nichts. Obwohl du ja die Kontrolle hast über dein Video trotzdem noch. Wenn ich das lösche, dann ist es egal, ob du Premium-Abonnent bist und das bei dir gespeichert hast in deiner persönlichen Playlist oder so, dann ist er doch trotzdem weg. Das ist ja wie bei Amazon, ne? Wussten die meisten vielleicht nicht, wenn die Lizenzen in mir haben, dann kannst du dafür bezahlt haben und sage, ja, das ist mein Video, mein Film, der ist dann trotzdem weg. Am Pentelikon findet man den reinsten Marmor der griechischen Welt. Ich hörte, der Parthenon besteht daraus. Wunderschön. Da wissen vielleicht viele nicht, dass dann das Video trotzdem gelöscht ist und weg ist. Da kannst du dich dann bei Amazon Prime oder so beschweren, weil du dafür bezahlt hast. Interessiert nicht. Das steht alles in AGBs, Leute. Die haben sich da, und gerade Amazon sichert sich da ab, weil das ist ein amerikanischer Konzern, das sind alles amerikanische Konzerne. An denen geht es primär nur darum, Mitarbeiter auszubeuten und jede Menge Geld zu verdienen. Das sind Amerikaner, Leute. Ah. Aber für keine Arbeitgeber der Welt arbeite, wenn ich dort 2-3 Mal krank wäre, dass ich dann gekündigt werde. Sorry. Also, bist ja echt nur wie so ein Sklave eigentlich, ne? Du bist wirklich nur so ein Sklave, ne?
hast ja eigentlich normal als Mensch alle Freiheit der Welt. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Außer Verbrechen natürlich, ne? Kannst du natürlich auch machen, aber du musst mit der Konsequenz leben. Aber, also ich bin ja generell so, was du gemacht hast, genau dasselbe soll dir auch passieren. Du gehst nicht in der Knast, das kostet ja Geld. Unnötig. Wenn du jemanden getötet hast, wirst du sterben. Was ist das? Wenn du vergewaltigt hast, wirst du auch vergewaltigt. Und das nicht so knapp, Leute. Kann der ganze Knast mal über dich drüber. Je nachdem natürlich. Bisschen verhältnismäßig muss natürlich schon stimmen, ne? Aber in der Knast gehen und noch dann irgendwann wieder freikomme. Nö. Die machen es in andere Länder, die hauen dir die Hand ab, wenn du geklaut hast, ne? Gut, so krass wäre ich jetzt nicht. Du wirst dann einfach auch beklaut. Gehen sie einfach in deine Bude und räumen die dir mal kurz mal aus. Dann hast du gar nichts mehr. Da wirst du auch nicht mehr klauen, glaubt man das. Und wenn du das wieder machst, ja. Du wirst halt wieder beklaut. Wenn einer kriminelle Ader hat oder so, Leute. Ich glaube nicht im Ernst, dass im Gefängnisaufenthalt irgendjemanden rehabilitiert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil bei denen im Kopf schon irgendwas nicht stimmt. Der Gewaltiger, der wird immer wieder vergewaltigen. Ein Schänder wird immer wieder schänden. Ein Mörder, die sind eher geisteskrank im Kopf. Also direkt weg damit. So wird die Gesellschaft irgendwann mal normal, ne? So sehe ich das. Und so ist das auch richtig. Beispiel war einer hier, der hat seine Ex-Freundin das Gesicht verätzt und alles und so, ne? Mit Säure und so. Warum auch immer. Genau dasselbe müsste mit dem auch passieren. Dann nimmt man genau die gleiche Säure, bindet den an den Stuhl und lässt man einmal schön über der Kopf laufen. Zum Beispiel. So, ne, der käme mit ein paar Jahre Haft oder so im Knast, wo der noch den Steuerzahler Geld kostet. Käme dir nicht davon. Könnt dann irgendwann wieder Scheiße bauen oder auch nicht. Ich sag immer so, wer so Sache macht, der muss für immer geächtet bleiben und gekennzeichnet. Wie so ein Brandmann. Haben sie damals im Mittelalter gemacht. Die Leute, die wurden verbrannt oder aufgehangen. Aber das ist doch nicht normal. Wenn du aus Versehen eine, überfährst oder so und das wird wirklich vom Gericht beschlossen und festgestellt, dass du dafür wirklich nichts konntest, also da wirklich ein Versehen war oder ein Unfall. Das ist ja ganz was anderes. Dann kann man die Leute meinetwegen so und so viele Jahre in Gefängnis stecken, ja. Aber richtig Leute, wo nachweislich getötet haben und gemordet haben oder sonst was. Ja. Um noch Geld an die verschwenden. Ne? Aber genau dieselbe Methode muss dann noch passieren, ne? Schwachsinn, ey. Für manche in Amerika zum Beispiel oder so, oder andere Länder, ein paar Mal lebenslänglich. Weißt du, kannst eigentlich nur einmal lebenslänglich haben. Erwachen die da, dass so einer 200, 300 Jahre alt wird oder was? Dann blödsinnig. Klingt die Strafe halt einfach nur härter, ne? Ich hab 2-mal lebenslänglich bekommen. Ja, ist nicht so schlimm. Stell dir mal vor, du hättest 3-mal bekommen.
Was auch noch bescheuert ist, die kriegen dann wirklich auch die, sagen wir mal, Todesstrafe und sind dann 20 Jahre im Knast noch. Und kosten 20 Jahre, kosten die, was ich, in der Woche oder am Tag den Steuerzahler 1000 Dollar oder Euro. Oder wie? Weißt du, was das kostet? Hauptsache dann nochmal der 20 Jahre Pluto lasse, bevor das verstrickt wird oder wie. Das ist schwachsinnig, ey. Was hast du denn? Und alles, eigentlich werden wir nur vom Geisteskranken begehrt. Oder beurteilt. Auch die Richter und alles und so. So Urteile, Fälle und so. Was so fragwürdige Sachen sind, ne? Zum Beispiel eine Lauflasse oder 2 Jahre nur auf Bewährung oder so, obwohl, sagen wir mal, ein Kind die Treppe runtergestoßen wurde von demjenigen und dadurch gestorben ist. Und dann nur Bewährung zu bekommen, wo offensichtlich Mord ist eigentlich. Versuchter Mord, wenn er überlebt hätte. Und Mord, wenn er gestorben ist. Und in dem Fall ist es gestorben. Und dann bekommt er noch Bewährungsstrafe, ne? Dann gehört eigentlich der Richter für mich auch in der Knast, mindestens mal, ne? Das hättest du wirklich nicht tun. Das Amt ist untauglich. Ah! Dickerchen! Ah, da kommt der nächste an. Der Zwillingsbruder. Ich will aber gut klettern, oder? Das ist verzerrt. Ich bin auf eurer Seite. Oh, jetzt hab ich wollte eigentlich kaputt gehauen. Ah, ich brenne! Aber nicht. Ich möchte nicht sterben, nein. Ich bin noch zu jung für sowas. Ich treffe die nicht immer, ey. Nicht diese Flamme, da ist halt irgendwie schwieriger, habe ich das Gefühl. Manchmal. Der Gesuchte! Au! Lass mich erwischt, Mann. Beim langen Dinge da. Schilder. Soll ich den, dein Bruder, ja? Der ist schon tot, oder? Ah, Mann, ey. Du ziehst du doch in die Länge. Scheiße. Kannst du brennen. So. Was wirklich eigentlich bescheuert ist, ich habe jetzt ja total jetzt Sparta eigentlich geschwächt.
gut, aber ich bin halt ein Söldner, ne? Und Geld geht vor. Also, ein wahre Leben, ne? Kann eine schöne Arbeit machen, aber das muss auch immer gut vergütet werden und das ist in der Gesellschaft heutzutage absolut nicht der Fall. Ne? Also jeder verlangt alles umsonst. Wenn er was gekriegt hat umsonst, will er noch mehr umsonst. Keiner ist bereit, mir irgendwas dafür zu bezahlen oder zu geben. Also ist uns halt wie gesagt, ja, wie man sagen, anerzogen wurde, ne? Damals die mussten auch richtig schwer ackern für alles, was sie später hatten. Was wir als Kinder zum Beispiel haben durften, ne? Was, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so viel war. So viel hatten wir als Kinder jetzt auch nicht, aber es war halt eine bessere Zeit. Ist aber so. War wirklich eine bessere Zeit. Eine schönere Kinderzeit halt. Ich bin hier gefangen! Hilfe! Heutzutage, die bekommen alles den Zucker in den Arsch geblasen, die Kinder. Deswegen sind die auch nicht bereit dafür, was zu tun. Geben sich auch zu schnell damit zufrieden, was sie haben. Genau. Denken sich immer, warum? Warum soll ich denn? Die Frauen heutzutage auch? Die denken sich auch? Oder die junge Mädchen? Wo soll ich dann arbeiten gehen? Kann auch meine Alte für mich machen. Also meine Mann dann oder so. Soll ich irgendwas lernen? Warum soll ich mich anstrengen? Ja. Du kannst deinem Leben schon machen, was du willst später. Aber was Anständiges lernen, das muss man schon irgendwie, ne? Bist dann zwar immer noch unnötig, aber nicht mehr so unnötig. Immerhin hast du mal eine Zeit lang dich bemüht. Die war in der Schule immer... Das reicht dann aus, oder... Ne? Ja, bei uns war das damals zum Beispiel ausreichend, war keine gute Note. Heutzutage denken die sich, ja, ausreichend, ja, 4 ist doch ausreichend, das reicht aus. Also für uns war damals in der Schule eine gute Note, wenn das nicht gut war. Eine 3, das war gerade so, ne? Okay noch, ging noch. Konnte man aber nicht stolz drauf sein, sagen wir so. Aber in eine 4 oder eine 5? Weiß ich nicht. Aber das hat auch viel mit Corona zu tun noch, ne? Die haben ja schön die Jugend kaputt gemacht, die paar Jahre, ne? Der Wunder, warum die auch alle so schlecht sind und so. Und nämlich klarkommen so richtig. Und dann würden die Dreckspolitiker nachher noch sagen, ja, das liegt aber dann an den Eltern, die sollen ja dann die Kinder mehr unterstützen und so weiter. Nachdem wir das alles zerstört haben, die aus dem Rhythmus total rausgeschossen haben, im Schulrhythmus, sollen dann die Eltern oder die Bevölkerung wieder für die Fehler, wo die mache, gerade stehen, ne? Die Drecksköpfe. Die sind wie so Könige, sind das. Das sind halt so die richtigen, so wie Paschas sind die, ne? Wenn man sich die mal so anguckt, auch wie die sich verhalten und alles. Wie die sich auch bezahlen lassen, ne? Fürstlich. Für was denn? Könnt ihr überhaupt? Gar nichts. Ihr seid einfach nur Zecken oder Maden. Das ist schlimmer, hey, wie so Leute, die hier Einwanderer und durch Steuergelder leben. Ihr seid noch viel schlimmer. Und deswegen, Leute, egal was die wollen, egal was die beschließen, egal was die von einem wollen und was die beschließen, ich wiederhole mich gerne nochmal. Immer schön drauf scheißen. Widerstand. Wenn die genug Widerstand erfahren haben, dann werden die auch nicht mehr machen mit uns, was sie wollen. So sieht das halt nun mal aus im Leben. Die meisten Leute haben einfach nicht die Cojones,
Die Bock in der Hose. Also ich denke, wunders, was sie verlieren können. Leute, die nehmen euch doch sowieso alles. Nur halt Glaubenssagen. Die werden euch alles wegnehmen. Weil irgendwann geht es nämlich nicht mehr. Die machen sich die Tasche voll und sagen, ihr müsst länger schaffen gehen. Die verschwenden das ganze Steuergeld und sagen, ihr müsst länger schaffen gehen. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich mich mal gerade hier drauf konzentrieren. Also hier habe ich noch ein Rätsel. Dorf am Pentelikon. Ich soll das schon mal markieren. Wo ist denn dieses... Und dieses Rätsel? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn manche Glaube oder Wir sind klar die Hoffnung oder so, das ist schon alles erledigt hier. Mensch, Alexios, du bist echte, weißt du wie die Alexa, kannst du nichts behalten. Dann ist es ja. Wenn er dann wirklich glaubt, der wird sich politisch irgendwas ändern, egal welche Parteien jetzt irgendwie wieder oder an die Macht kommen. Das ist doch schon alles austariert, Leute. Das ist alles austariert. Die ganzen Schweine, die dafür verantwortlich sind, die gehen dann einfach auf die andere Seite. Da wird einfach die Macht nach und nach übernommen und an sich gerissen. Und dann wird das Spiel weitergeführt. Griechische Welt, Attika, suchst du die beste Aussicht auf die Akropolis? Einige glauben, man findet sie im Tempel des Hephaistos. Aber wenn du von dort nach Süden gehst, findest du mich auf einem Altar mit Opfergaben zwischen zwei Säulen, die das Bild perfekt einrahmen. Ich finde diese Rätsel behindert, ey. Also, weiß ich nicht, ey. Spielstreckung irgendwie, ne? Man wirklich nichts zu tun hat, ne? Wenn man zum Beispiel so ein Bubi ist bei YouTube, der eigentlich stundenlang nur über irgendwelche Werte von irgendwelche Waffe und Rüstungen reden kann, und dadurch noch Tausende Aufrufe kommt, und dadurch ein Schweinegeld verdient, der sich schon nicht immer die Mühe macht, eigentlich richtig hier das Spiel mal zu spielen oder so. Und trotzdem na? Und vielleicht liegt es doch daran, vielleicht sollte man oder, ne, die richtige Gesicht zeigen und wie man aussieht. Je nachdem wie sympathisch man rüberkommt. Ja? Ich denke, da sind noch viele Frauen oder auch Männer, die dann eine deswegen abonnieren und schauen regelmäßig. Obwohl der Content eigentlich für der Arsch ist, aber ja. Ich meine, es ist Geschmackssache, aber ganz ehrlich, was ist denn da für ein Content, ey? Also ich gehe jetzt zum Menü, pass auf. So Leute, ja, wollen wir uns mal angucken, was ich gekriegt habe. Ja, Inventar. So, 1351 SPS. Ja, das könnte ganz gut sein, wenn man gegen große, erwachsene, starke Männer kämpft. 12 Ansatzschaden. Ja, wenn ich von hinten komme, könnte der eventuell ziemlich wirkungsvoll sein. Oder 8% Kriegerschaden. Ja, das könnte mir helfen, wenn ich mal gegen eine Frau gekämpft habe und so, weil ich ja der Krieger und Mächtige bin. 20% kritischer Schaden, ja. 20% kritischer Schaden, den könnte ich noch steigern. Und Giftschaden ist ja auch nie verkehrt, Leute. So, jetzt zum nächsten. Ach ja, hier und das und das und das und das und die ganze Zeit. Was soll der Rotz eigentlich? Was ist denn da für ein Content, ey? Oh Mann, ey.
Damit tun Leute dauerhaft Geld verdienen auf YouTube und zwar nicht so knapp, ey. Ja, ich sag immer so, manche, die haben einfach nur Glück. Oder das gewisse Etwas, ne? Oder das gleiche ist. Ihr seid Athena! Ah, der Popo. Ja. Hat automatisch gezielt, ich habe da nur halbautomatisch eingestellt. Da wird ja gar nichts treffen, wenn ich schon nicht mal rührt, Leute. Ein bisschen schäl, ne? Aber ich verkaufe mich nicht als das, was ich nicht bin, ne? Super Mega-Spieler bin ich halt nicht. Manche, die müssen sich ja immer darstellen, als wenn das die Mega-Spieler, ne? So, immer wenn man auch in YouTube oder so, also in YouTube im Internet liest, ja, kann man dann mit Gaming auch Geld verdienen? Ja, da musst du besonders guter Spieler sein und die Leute so fesseln und so, da du besonders gut bist. Das ist eigentlich absoluter Blödsinn. In erster Linie ist erstmal das Spiel, das muss, da ist ja gar nichts zu verbrennen. Das Spiel muss erstmal die Leute interessieren. Weil das Spiel, das interessiert die Leute halt nicht so, ne? Jetzt werden die Aufrufzahlen ja auch ein bisschen anders da. Aber das wird einfach keinem gezeigt, das kann natürlich auch sein, ne? Aber wenn ich ein Video mache, wo die Thumbnails ja jetzt nicht schlecht sind, ne? Allein schon aus Interesse drauf zu klicken, muss ja nichts gucken. Müsste eigentlich dann allein schon Millionen Leute oder Milliarden Leute mittlerweile YouTube konsumieren oder so. Ein bisschen mehr sein, oder? Wie dich dafür interessierst oder nicht. Also gehe ich mal von aus, dass YouTube das keinem zeigt. Zeigen ja nur den Leuten das, wenn die sich dafür, also wenn die selbst danach, denke ich mal, googeln nach so Sachen. Eines, da kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Was ein Trottel, ey. Ja, das ist schon mir einfach ab. Das sind ja hier diese Kultisten. Quatsch, das sind das überhaupt nicht Kultisten, ne? Obwohl doch, das sind Kultisten. Ja? Nicht die vom Kosmos. Das sind ja ganz andere. Ja, die sind ein bisschen unheimlich irgendwie. Ja. Die sind ja nicht so irgendwie so Kannibale oder ein Kannibale-Stamm aus Afrika. Gibt es ja angeblich nicht, gell? Gibt zwar so eine Insel, die Leute, aber das ist ja auch, glaube ich, kein Afrika, ne? Die Leute direkt töten, wenn sie an den Strand gehen oder so. Und gibt auch Leute, die so Stämme, die angeblich Stämme, weiß ich nicht, gibt es die noch? Angeblich ja nicht mehr die Kannibale, ne? Die sind ja alle jetzt zivilisiert geworden. Ne? Ich würde euch wundern, was das alles noch gibt. Wollt ihr gar nicht wissen, was es alles gibt. Außerirdische, ja, die gibt es doch. Stellt euch das mal vor, es gibt doch Innerirdische, gibt es doch. Es gibt doch Unterirdische. Du lebst ja noch. Oh, jetzt nicht mehr.
Ja, hier, da ist nämlich immer irgendwie so, ne, Methode Cup und ganz viele Leiche und so angefressen irgendwie. Guck, wie die immer müde sind. Das sind so richtige Extreme, ey. Ich glaube, die sind schlimmer wie die Kosmos-Meckes. Gucken wir das an, ey. Ausgeweitet sogar. Mal, was machen die, ey? Fressen die bestimmt. Ein bisschen Athen schwächen. So ein Silo abfackeln, ne? Gut, andererseits würden Leute jetzt natürlich auch sagen, ja, dann spiel doch mal was aktuellere Titel oder andere Sachen oder so, ne? Wo die Leute eventuell interessieren können. Ja. Problem ist, du weißt nicht, was du spielen sollst. Also ich spiele generell einfach das, wo ich gerade Bock drauf habe. Und wenn sich einer nicht dafür interessiert, dann kann ich gerne der andere, ne? Ist ja überhaupt nichts garantiert. Auch wenn ich jetzt die aktuellsten Spiele spielen werde, wo momentan gehypt sind. Mir macht das dann einfach keinen Spaß. Ich werde zum Beispiel niemals Fortnite oder so ein Gedöns spielen, so ein Blödsinn da. Wo man sich im Internet abballert und alles, nur. Ich will dann schon Spiele spielen, wo dann eine Geschichte, eine Story oder Fortschritt zu erkennen ist. Aber das für mich nicht, sehe ich nicht. So Sache fühle ich einfach nicht, Leute. Und das ist auch nicht garantiert, selbst wenn ich sowas spielen werde. Dass sich dafür die Leute mehr interessieren. Und selbst wenn sich dann die Leute mehr dafür interessieren, schön. Wird mir trotzdem keinen Spaß machen. Man spielt es halt nur, weil die Leute das gut finden. Wunderbar. Das ist nicht Sinn der Sache, Leute. Man muss schon ein bisschen daran Spaß haben, ne? Ich sollte auch theoretisch nur die Arbeit ausüben, wo einem auch Spaß macht. Sonst ist es halt einfach nur Quälerei. Das ist einfach nur verschwendete Lebenszeit. Selbst wenn du dafür Geld bekommst. Trotzdem verschwendet. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Das Gute, was ich eigentlich aus YouTube mitnehme, ist, mir macht es Spaß. Auch wenn das nicht lukrativ ist. Und ich tue meine Spiele auch wirklich dann durchziehen zu spielen. Weil sonst würde ich das niemals machen. Irgendwann fängt man dann automatisch an, was anderes zu spielen oder man hat dann irgendwann keine Lust mehr oder so. So tut man sich ein bisschen, weil man das ja als Serie macht, ein bisschen zwinge, fertig zu spielen.
wo man mal viel Geld für bezahlt hat, wo du merkst. Ich bin so ein Trottel gewesen damals. Hat das ja... Zum Beispiel Valhalla, ne? Ella. Direkt am Anfang gekauft. 100 Euro. Ella. Behindert, ey. Nie gespielt, außer aber ganz kurz eine Stunde oder so. Ella. Und dann noch mal auf Steam gekauft. 15 Euro. Genau dasselbe. Jahre später. Hätte ich mir nicht sparen können. Das Spiel war teuer. Da werde ich auf jeden Fall auch spielen. Aber ich bin aus meinen Fehlern schlau geworden, Leute. Ich werde niemals so viel Geld mehr für Spiele ausgeben. Scheißegal, was für ein Spiel das ist. Ob's wirklich so, ey. Als wäre es so viel Auswahl, warum die Geldbeutel so überstrapazieren, Leute. Wenn man so Beträge bis 20 Euro, kann man sagen, jo. Das ist ein gutes Spiel wert. Die verdienen nur noch mehr als genug daran, die Entwickler, glaubt man das. Selbst wenn die nur 10 Euro verdienen pro Spiel, das ist für die ja nur eine Kopie, Leute. Die müssen nichts mehr produzieren werden, das ist nicht wie damals, wo die extra Verpackungen und alles machen mussten, Anleitungen und. Der Laden dann auch noch einen Teil oder Verkäufer dann noch bekommen hat und. Ne? Das ist doch alles kosteneffizienter geworden. Gut, andererseits können die das Geld natürlich in die Spiele investieren, wo sie sich da durchsparen, aber trotzdem verdienen sie mehr als genug. Und wenn so ein Spiel ein paar Millionen an Gewinn erwirtschaftet, reicht das doch. Müssen keine 100 Millionen sein. Die müssen sich auch mit 10 Millionen zufrieden geben, ne? Sag ich mal. Ich finde zum Beispiel, umso mehr Geld man den Entwickler gibt, oder umso mehr man generell jemanden gibt, ne? Umso mehr wollen sie. Ist einfach so. Umso unzufriedener werden sie auch. Das gilt eigentlich für jeden Lebensbereich. In jedem denkst du, wenn man zum Beispiel einem Geld leiht, der wartet dann, ja, kann man ja nochmal leihen. Vielleicht kann ich ihm dadurch später zurückgeben. Weil der hat es ja. So lernen die nicht zur Wirtschaft und so, ne? Zum Beispiel. Ist das nicht wunderbar? Ganz ehrlich, ja, in so einer Zeit würde ich schon lieber leben wie in der heutigen Zeit. Obwohl... mal lieber doch nicht. Da wird mir zu viel gestochen. Obwohl, die heutige Zeit ja auch, ne? Naja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dann, Leute. Gehabt euch wohl. Ciao.